Viele Menschen treffen falsche Entscheidungen. Damit meine ich nicht, dass die in einer Entscheidung gewählten Handlungsoptionen falsch wären. Das zu beurteilen, kann ich mir ja gar nicht anmaßen. Ich meine damit, dass viele Menschen die falschen, weil viel zu engen Entscheidungssituationen betrachten. In diesem zweiten Video verdeutliche ich zunächst, warum Sie unbedingt bei einer anstehenden Entscheidung auch darüber nachdenken sollten, ob die Entscheidungssituation überhaupt diejenige ist, mit der Sie sich jetzt beschäftigen wollen oder sollten. Abschließend zeige ich Ihnen, wie Sie sicherstellen können, dass Sie sich der mit für Sie richtigen Entscheidungssituation beschäftigen. Abschließend gebe ich Ihnen einige konkrete Tipps, wie Sie bei der Berufs- oder Jobwahl vorgehen können. Was würden Sie tun, wenn Sie eine Stunde Zeit hätten, die Welt zu retten? Immer wenn Sie links oben hier rechts das kleine Stoppmännchen sehen, können Sie das Video kurz anhalten und über die Fragen nachdenken oder die Aufgaben machen, bevor ich sie kommentiere. Was würden Sie tun, wenn Sie eine Stunde Zeit hätten, die Welt zu retten? Immer wenn Sie oben rechts das kleine Stoppmännchen sehen, können Sie das Video kurz anhalten und über die Fragen nachdenken oder die Aufgaben machen, bevor ich sie kommentiere. Sie würden so viel Zeit und Aufwand wie möglich in die Lösung des Problems investieren, oder? Viele von uns sind genau so konditioniert. Albert Einstein hingegen soll diese Frage ganz anders beantwortet haben. Wenn er eine Stunde Zeit hätte, die Welt zu retten, würde er 55 Minuten damit verbringen, das Problem zu verstehen und zu definieren und dann 5 Minuten, um das Problem zu lösen. In der Praxis ist es leider genau andersherum. Der Fokus liegt auf dem Problem lösen, ohne häufig wirklich zu wissen, ob das richtige Problem gelöst wird. Ich möchte Ihnen die Folgen einer vorschnellen, unreflektierten oder einfach nur schlechten Definition einer Entscheidungssituation gerne an 2 Beispielen aufzeigen. Nehmen Sie an, Sie wollen sehr gerne einen Menschen besuchen. Im Folgenden nehme ich das Beispiel einer Enkelin Anna, die sehr gerne ihre Großeltern besuchen möchte. Diese leben 6 bis 7 Stunden Reisezeit entfernt. Die Großmutter ruft Anna an und fragt: Anna, hast du Lust, uns am nächsten Wochenende zu besuchen? Wir würden uns so sehr darüber freuen. Ich koche dir auch dein Lieblingsessen. Was würden Sie an Annas Stelle antworten? Sehr gerne, aber leider habe ich ausgerechnet nächstes Wochenende schon was vor. Man hat ja seine Verpflichtungen und Pläne. Bei 6 bis 7 Stunden Reisezeit, da braucht man ja ein ganzes Wochenende. 2 Wochen später fragt die Großmutter erneut, mit dem gleichen Ergebnis. Und das passiert immer und immer wieder. Nach einem halben Jahr hat Anna ihre Großeltern immer noch nicht besucht, obwohl sie genau das eigentlich sehr gerne tun möchte. Die Entscheidungssituation wurde hier viel zu eng formuliert. Eine breitere Variante wäre: Anna, an welchem Wochenende passt es dir in den nächsten 3 Monaten am besten, uns zu besuchen? Die breitere Formulierung der Entscheidungssituation erhöht die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass Anna ihre Großeltern tatsächlich besucht. Und das ist es ja, was Anna und ihre Großeltern wollen. Bislang haben wir die Entscheidungssituation in Bezug auf die Zeit gefasst und breiter gefasst. Wir können aber auch in der Sache breiter suchen. Wenn die lange Fahrzeit dazu führt, dass die Enkelin die Großeltern zu selten sehen kann, dann können wir überlegen, ob nicht vielleicht die Fahrzeit irgendwie reduziert werden kann oder weniger wichtig gemacht werden kann. Die Großeltern könnten in der Nähe von Annas Wohnort einen Urlaub machen. Sie könnten sich an einem 3. Ort zum Urlaub treffen. Anna könnte ein Praktikum in der Nähe der Großeltern machen und so weiter und so fort. Ein zweites Beispiel aus einem anderen Lebensbereich mit demselben Mechanismus. Erfahrungsgemäß wird dieses Beispiel viel häufiger direkt ausprobiert. Angenommen, Sie würden gerne einen anderen Menschen näher kennenlernen und mit ihm oder ihr ins Kino gehen. Eine enge Formulierung der Entscheidungssituation wäre vielleicht: Hast du Lust, am Freitag mit mir ins Kino zu gehen? Wenn die Person, die Sie so interessant finden, wirklich so interessant ist, hat sie wahrscheinlich schon was vor.
Die Antwort könnte dann Nein lauten und das, obwohl die Person gerne mit Ihnen ausgehen wollte. Wenn sowas mehrfach passiert, dann ziehen Sie gegebenenfalls falsche Schlüsse. Breiter formuliert: Es gibt einen neuen Film, den ich mir unbedingt anschauen möchte. Am liebsten mit dir. Wenn du auch Lust hast, wann würde es dir in den nächsten 2 Wochen am besten passen? Das klingt erfolgsversprechender, oder? Sie können das Video jetzt kurz anhalten und ein wichtiges Telefonat führen. Und wenn die andere Person wirklich kein Interesse hat und sagt, nein, ich habe keine Zeit in den nächsten 2 Wochen, dann wissen Sie auch, woran Sie sind und müssen nicht mehr grübeln, ob vielleicht doch noch Interesse besteht. Vielleicht hätte ich das sagen sollen, bevor Sie gerade telefoniert haben. Aber trotzdem ist das immer noch besser. Das verspreche ich. Ein Grund dafür, dass wir suboptimale Entscheidungen treffen, liegt darin, dass wir Entscheidungssituationen als gegeben annehmen. Denken Sie dabei auch an das Headhunter-Beispiel aus dem ersten Video, in dem die meisten die Entscheidungssituation sehr eng wahrnehmen. Angebotener oder alter Job. Breiter wäre, welcher Job ist der bestmögliche für mich? Das kann der angebotene oder der alte oder ein dritter, zunächst noch nicht bekannter Job sein. Wie eine Entscheidungssituation formuliert wird, ist eine Entscheidung an sich. Sich das bewusst zu machen, ist ein wichtiger Schritt, um bessere Entscheidungen zu treffen. Durch die Formulierung der Entscheidungssituation haben Sie einen großen Einfluss auf das Ergebnis. Sie haben mehr Kontrolle über Leben, beruflich wie privat. Okay, Sie sollen jetzt aktiv entscheiden, mit welcher Entscheidung Sie sich auseinandersetzen wollen. Das klingt ja plausibel und nicht so schwer. Allerdings machen die meisten von uns das nicht. Daher werde ich Ihnen jetzt 2 einfache Methoden zeigen, mit denen Sie in jeder Entscheidung überprüfen können, ob die vorliegende Entscheidung wirklich die Entscheidung ist, mit der Sie sich auseinandersetzen wollen oder sollten. Ich zeige Ihnen jetzt 3 Bilder. Alle Details oder Informationen, die dargestellt werden, müssen in der Entscheidung beachtet werden. Das erste Bild zeigt Ihnen eine idyllische Landschaft mit Bergen, einem Wald und einem Flusslauf. Und, das können Sie vielleicht gar nicht so gut sehen, hier in der Mitte findet sich auch ein kleines Boot mit einem Menschen darin, der oder die flussabwärts fährt. In dem zweiten Bild sehen Sie nun das Boot und den Menschen deutlich größer, sowie das Wasser direkt vor und hinter dem Boot. Welches der beiden Bilder ist nun besser geeignet, eine Entscheidungssituation darzustellen? Überlegen Sie sich das doch mal kurz. Das dritte Bild gibt die Antwort. Hier sind das Boot und alle entscheidungsrelevanten Informationen, nämlich die unmittelbare Gefahr in Form von Felsen und dem Wasserfall dargestellt. Mit diesen Informationen hat man gute Chancen zu vermeiden, dass man im wahrsten Sinne des Wortes Schiffbruch erleidet. Das rechte Bild hingegen betrachtet einen zu engen Entscheidungsrahmen. Man bekommt zwar sehr detaillierte Informationen über das Boot und die Person da drin, allerdings fehlen die entscheidungsrelevanten Informationen über die drohende Gefahr. Sie können dann eine noch so tolle Entscheidung treffen, die für einen kurzen Moment als bestmöglich erscheint. Und kurz danach gehen sie unter. Bei dem linken Bild hingegen besteht die Möglichkeit, dass Sie die Gefahr gar nicht erkennen, weil Sie unglaublich viele Informationen erkennen und verarbeiten müssen. Diese Bildserie soll Sie zukünftig an die Möglichkeit erinnern, dass Sie in der Entscheidungssituation rein und rauszoomen können, um zu entscheiden, welche Informationen relevant für Ihre Entscheidung sind. Das Konzept des Rein- und Rauszooms können Sie auch in ein bisschen anderer Form bei der Festlegung anwenden, worüber Sie eigentlich entscheiden. Wie das geht, möchte ich Ihnen jetzt sehr gerne zeigen. Es ist wichtig, eine Entscheidungssituation prägnant zu beschreiben. Mein Freund und Mentor Ralf Kini empfiehlt dafür, ein sogenanntes Entscheidungsstatement zu formulieren. Das Entscheidungsstatement kann ausdrücken, was Sie tun wollen und warum Sie etwas tun wollen oder beides. Was Sie tun wollen, bezieht sich auf Ihre Handlungsoptionen oder Alternativen, die Sie berücksichtigen können.
Warum Sie etwas tun wollen, bezieht sich auf Ihre Werte und Ziele, die Sie erreichen wollen. Ein Entscheidungsstatement kann ganz einfach formuliert werden. Das erste Wort lautet entscheide. Beispielsweise entscheide, welches Fahrrad zu kaufen, entscheide, bei welchem Unternehmen zu arbeiten, entscheide, welches Praktikum zu machen, entscheide, welche Wohnung zu mieten. Wie man ein Entscheidungsstatement enger oder breiter formuliert und welche Folgen das hat, das zeige ich Ihnen in einem Beispiel. Das Auto, das ich als Student hatte, war irgendwann kaputt. Sie sehen das hier. Versuchen Sie doch einmal spontan ein Entscheidungsstatement zu formulieren. Was musste ich dort entscheiden? Entscheide. Überlegen Sie mal. Das Auto ist kaputt, also braucht man ein anderes Auto. Das dazugehörige Entscheidungsstatement lautet, entscheide, welches Auto zu kaufen. Das macht doch Sinn. Zumindest denken das viele Menschen. Als ich die Entscheidung damals getroffen habe, gehörte ich sicherlich dazu. Hier sehen Sie auch die möglichen Handlungsoptionen, die zu dem Entscheidungsstatement passen. All diese Autos hätte ich vielleicht kaufen können. Wie sollte ich da das Richtige finden? Ich habe dann einen Freund um Rat gebeten. Der kennt sich aus mit Autos. Er empfahl mir direkt, einen Kleinwagen zu kaufen. Das enger formulierte Entscheidungsstatement könnte lauten, entscheide, welchen Kleinwagen zu kaufen. Sie sehen, die Handlungsmöglichkeiten werden dadurch weniger. Dann habe ich feststellen müssen, dass ein Neuwagen für mich nicht in Frage kam. Das entsprechende Entscheidungsstatement sehen Sie hier. Es lautete, entscheide, welchen gebrauchten Kleinwagen zu kaufen. Das war gerade ein Beispiel für ein Entscheidungsstatement, das immer enger gefasst wird. In der Folge sind immer weniger Handlungsoptionen vorhanden. Die Verengung des Entscheidungsstatements können Sie immer weiter vorantreiben. Beispielsweise, wenn eine bestimmte Automarke, Kilometerstand oder PS noch dazukommen, bis am Ende ein paar Autos übrig bleiben, zwischen denen Sie sich dann entscheiden. Ich habe dann tatsächlich ein Auto gekauft. Allerdings war mein Entscheidungsprozess wirklich schlecht. Ohne darüber nachzudenken, was ich eigentlich möchte, habe ich mich sofort damit beschäftigt, welches Auto zu kaufen. Das ist ein typischer Fall von alternativen fokussierten Denken, welches ich im ersten Video vorgestellt habe. Worum ging es mir in der Entscheidungssituation denn wirklich? Worum ging es denn da? Es ging mir darum, wie ich meine Mobilität gewährleiste, vielleicht noch unter Berücksichtigung von Kosten, Komfort oder Umweltbelastung. Ein breiteres Entscheidungsstatement könnte lauten, entscheide, welches Transportmittel zu nutzen. Ein Auto zu kaufen wäre sicherlich nur eine von vielen Möglichkeiten. Ich hätte im täglichen Leben öffentliche Verkehrsmittel nutzen können und bei Bedarf am Wochenende einen Wagen mieten können. Ich hätte mir ein super Mountainbike kaufen können und bei Regen mit dem Taxi fahren können. Ich hätte auch am Carsharing teilnehmen können. Und vieles, vieles mehr. Etwas davon wäre sicherlich besser gewesen, als ein Auto zu kaufen, was ich damals getan habe. Den Blick auf die anderen Handlungsoptionen habe ich mir selbst versperrt. Ohne mir bewusst zu sein, habe ich unmittelbar die Entscheidung getroffen, dass ich ein Auto als Transportmittel nutzen wollte. Dadurch habe ich das Entscheidungsstatement vollkommen unnötig, viel zu eng gesetzt und in der Folge eine suboptimale Handlungsoption gewählt. Viele Menschen verengen intuitiv ihr Entscheidungsstatement und ihre Situation. Internetportale mit zahlreichen Filtern laden ja auch gerade dazu ein. Ein bewusstes Denken in die entgegengesetzte Richtung, also die Verbreiterung des Entscheidungsstatements, machen sich jedoch nur sehr wenige bewusst. Wie kann man lernen, Entscheidungen breiter anzugehen? Ganz einfach. Formulieren Sie bei wichtigen Entscheidungen ein klares Entscheidungsstatement und überlegen Sie es, worum es in dieser Entscheidung wirklich geht. Versuchen Sie dabei auch einmal ganz bewusst Ihre Entscheidung breiter zu formulieren. Allein das schützt bereits in den meisten Fällen davor, dass Sie mit vorschnellen Entscheidungen
Ihre Entscheidung unnötig verengen. Übertragen wir das mal auf eine Karriereentscheidung. Viele von Ihnen beschäftigen sich möglicherweise, welchen Job soll ich nach dem Studium oder der Ausbildung wählen. Als Außenstehender gewinnt man manchmal den Eindruck, es ginge darum, möglichst schnell etwas zu finden. Dabei wird meist noch relativ eng gesucht. Als Beispiel dient hier eine BWLerin. Das Entscheidungsstatement lautet: Entscheide, welchen Job im Controlling zu wählen. Der kleine Kreis steht für die Menge möglicher Jobs. Es soll aber auch in einer bestimmten Branche sein. Entscheide, welchen Job im Controlling in der Automobilindustrie zu wählen. In der lila Schnittmenge gibt es schon weniger Jobs. Und wenn Sie dann noch den Wunsch nach einer bestimmten Region haben, dann gibt es nur noch sehr wenige potenzielle Jobs. Wer sehr, sehr eng sucht, findet möglicherweise wenige oder gar keine Handlungsoptionen und wählt am Ende gegebenenfalls eine gerade noch zulässige Notlösung aus, mit der er oder sie eigentlich nicht zufrieden sind. Vergrößern Sie Ihr Suchfeld. Formulieren Sie Ihr Entscheidungsstatement breiter. Beispielsweise können Sie die Branche weglassen. Vielleicht finden Sie ja einen Job in einer anderen Branche, der Ihnen insgesamt viel besser gefällt als Ihre Notlösung. Also wenn Sie nichts finden, dann suchen Sie breiter. Dieser erste Ratschlag ist ja relativ naheliegend. Es ging darum, in der Sache ein bisschen weiter breiter zu suchen. Diese Vorgehensweise ist jedoch immer noch eher so handlungsalternativen fokussiert und reaktiv. Im Kern geht es darum, eine Lösung für ein Problem zu finden, nämlich einen Job. Der zweite Ratschlag lautet, dass Sie auch in der Zeit breiter suchen sollten. Glauben Sie, dass Sie nach Ihrer Ausbildung direkt in Ihrem Traumjob arbeiten können? Das ist leider äußerst unwahrscheinlich. Ich möchte jetzt keine schlechte Laune verbreiten. Daher zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie durch proaktives Entscheiden die Wahrscheinlichkeit, Ihren Traumjob zu bekommen, in dem zu arbeiten, deutlich erhöhen können. Wie geht sowas? Indem Sie Ihre Entscheidung, welchen Job Sie nach Ihrer Ausbildung wählen, genau dafür nutzen. Die Entscheidungssituation verändert sich dadurch fundamental. Es geht dann darum zu entscheiden, mit welchem Job jetzt Sie die Wahrscheinlichkeit maximieren, später Ihren Traumjob zu erhalten. Überlegen Sie einmal, was Sie für Ihren Traumjob alles mitbringen müssen. Also welche Ziele verfolgt Ihre Traumorganisation, wenn sie Ihren Traumjob vergibt. Dann schauen Sie gegebenenfalls, was Ihnen noch fehlt dazu, gerade zu Beginn. Wenn es Ihnen an Sprachen oder internationaler Erfahrung mangelt, dann gehen Sie halt erstmal ins Ausland. Wenn Sie im Bereich IT nicht sattelfest sind, dann gehen Sie erstmal in einen solchen Bereich und lernen das entsprechende Rüstzeug. Oder in einem sehr traditionellen Unternehmen benötigen Sie einen Doktortitel, um Karriere zu machen. Dann nehmen Sie doch erstmal einen Job, bei dem Sie parallel oder durch Sabbaticals die Gelegenheit zur Promotion bekommen. Zu Beginn des Beispiels ging es darum, einen Job zu wählen, ja, um einen Job zu haben. Jetzt geht es darum, wie kann der erste Job als Sprungbrett am besten dafür genutzt werden, damit Sie dahin kommen, wo Sie hinwollen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Entscheidungen. Worum geht es in Ihrer Entscheidung? Versuchen Sie doch einmal unterschiedlich enge und breite Formulierungen aus, bis Sie sich mit Ihrer Entscheidung wohlfühlen. Geht es bei Ihrer Entscheidung darum, welchen konkreten Job Sie auswählen wollen oder in welchem Beruf Sie arbeiten wollen? Auch das sind zwei komplett unterschiedliche Entscheidungen. Leider sind sich viele dessen nicht bewusst. Am besten wäre es, zuerst einmal zu entscheiden, welchen Beruf Sie ausüben wollen und dann welchen konkreten Job zu wählen. Studien zeigen, wer Karriereentscheidungen breiter und proaktiver formuliert, ist zufriedener mit seinem oder ihrem Leben. Ein Grund dafür, dass wir suboptimale Entscheidungen treffen, liegt darin, dass wir die Entscheidungssituation als gegeben annehmen. Denken Sie auch an das Headhunter-Beispiel aus dem ersten Video, in dem die meisten die Entscheidungssituation sehr eng formulieren: angebotener Job oder alter Job. Wie eine Entscheidungssituation formuliert wird,
ist eine Entscheidung an sich. Sich das bewusst zu machen, ist ein ganz wichtiger Schritt, um bessere Entscheidungen zu treffen. Durch die Formulierung der Entscheidungssituation haben Sie einen großen Einfluss auf das Ergebnis. Sie haben dadurch mehr Kontrolle über Ihr Leben, beruflich wie privat. Insbesondere, wenn Sie mit einer Entscheidungssituation nicht zufrieden sind, denken Sie aktiv darüber nach und entscheiden Sie, mit welchen Entscheidungssituationen Sie sich auseinandersetzen wollen. Und wie eng oder wie breit Sie diese Entscheidungssituation formulieren. Nutzen Sie Ihren ersten Job dazu, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Sie möglichst bald in Ihrem Traumjob arbeiten. Dann hat sich das proaktive Entscheiden für Sie gelohnt.